herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Miles & Marcel. Ja, ich sehe nicht nur müde aus, das bin ich auch, denn ich war gute 24 Stunden in New York und fliege heute mit Air France zum ersten Mal in der Business Class auf der Langstrecke in der 777 nach Paris und dann später auch noch weiter. Das seht ihr dann aber in einem anderen Video. Und wie die Business Class in der 1:1 Konfiguration von Air France ist, das seht ihr jetzt im Video. Ich wünsche ganz viel Spaß und freue mich schon auf einen hoffentlich schönen Nachtflug und versuche viele Aufnahmen für euch zu machen. So, und bevor es dann zum Flughafen geht, zeige ich euch jetzt einmal noch das Hotel. Ich bin im District Hotel bei Hilton hier ganz dicht am Times Square. Und ja, die Aufnahmen stehen jetzt am Abend, bevor ich abreise. Das ist ein bisschen schöner, weil das Zimmer aufgeräumter ist, als wenn ich morgen abreise. So, und schaut da gerne mal um. So sieht es dann hier aus im Zimmer. Keine großen Highlights, aber ganz ordentlich. Wir haben auch eine Minibar, die ist allerdings nicht gefüllt, aber so kann man seine Einkäufe, die man hier tätigt, dann ganz bequem verstauen. Das mache ich jetzt auch einmal, denn ich habe als Goldmitglied 2 kostenlose Flaschen Wasser bekommen. Schauen wir noch einmal schnell das Badezimmer an. Für den Preis kann man hier wirklich nichts falsch machen. Ich habe bezahlt um die $260 inklusive Steuern und Gebühren. Das ist für die Lage hier wirklich ein guter Preis. Und eine wichtige Frage, die ja immer wieder auftaucht, wenn man in Hotels ist, gerade in New York: Wie ist die Aussicht? So sieht das Ganze doch gleich viel besser aus. Wie ich finde, das ist schon kein schlechter Anblick. Und zur linken Seite könnt ihr tatsächlich das Empire State Building sehen. Also ich meine, mehr geht doch eigentlich nicht. Und wieder einmal war ich in New York City und habe diesmal ein Taxi genommen, um zum Flughafen zu gelangen. Dass der Transport von Manhattan zum Flughafen oder Retour auch wesentlich spektakulärer geht, könnt ihr in dem Video sehen, als ich mit KLM nach New York geflogen bin. Falls ihr das Video noch nicht kennt, dann klickt einfach mal auf das i. Ohne nennenswerte Staus und mit einsetzendem Regen kam ich nach circa einer Stunde Fahrzeit am Terminal 1 an, in dem unter anderem Air France beheimatet ist. Für Gäste der Business Class und Statuskunden steht ein eigener Sky Priority Bereich zur Verfügung. Dort war es trotz früher Ankunft am Flughafen relativ voll und ich musste circa 25 Minuten Schlange stehen. Offensichtlich lag es daran, weil einige Gäste nicht alle benötigten Dokumente vorzeigen konnten und zum Teil Probleme mit ihrem Gepäck hatten. Bei der Kofferaufgabe habe ich meine Bordkarte erhalten und mein Impfnachweis wurde überprüft. Anschließend ging es zur Sicherheitskontrolle, die erfreulicherweise nicht allzu lang gedauert hat, und anschließend auf dem direkten Weg zur Air France Lounge, die sich bei Gate 1 befindet. Nach nur wenigen Minuten Laufzeit ganz am Ende des Terminals lädt Air France seine Business Class und Statusgäste ein. Eine große Fensterfront brachte Licht in die Lounge, aber leider war es zu diesem Zeitpunkt total überlaufen. Auch die wenigen freien Sitze, die ihr sehen könnt, waren bei Nachfrage besetzt und ich habe schlichtweg keinen Sitzplatz bekommen. Am Empfang wurde ich leider nicht darauf hingewiesen, dass es gerade so voll ist. Werfen wir noch schnell einen Blick auf das Essen. Dieses war schon sehr geplündert und ich habe mir vorsorglich etwas Nervennahrung genommen. Ich konnte ja nicht ahnen, wie sehr ich diese noch nötig haben sollte.
Eine kleine Auswahl an Kalt- und Heißgetränken gab es übrigens natürlich auch. Insgesamt fand ich die Auswahl okay, aber offensichtlich kam das Personal nicht hinterher, das Essen bei den Menschenmassen aufzufüllen. Ja, also das war wohl nichts. Also, dass es vor Langstreckenflügen in Lounges durchaus mal voll wird, das ist ja völlig klar, weil einfach sehr viele Leute reisen und viele Leute einen Status haben oder eben Business Class oder höher fliegen. Aber dass man irgendwie gar keinen Platz bekommt oder generell sich in so eine volle Lounge setzen, macht einfach auch nicht so viel Spaß. Deswegen gucke ich jetzt einfach nochmal bei einer weiteren Lounge, die es hier gibt. Insgesamt habe ich Zugang zu 4 Lounges. Wie geht das, obwohl ich ja nur mit Air France fliege? Dank meiner American Express Platinum Kreditkarte bin ich Besitzer des Priority Passes und kann damit verschiedenste Airline Lounges am Flughafen nutzen. Und natürlich unabhängige Lounges. Und deswegen gucken wir uns jetzt einmal die nächste an. Vielleicht ist es da ein bisschen leerer. Mal schauen. Entschieden habe ich mich für die Prime Class Lounge, die sich auch viel näher an meinem Abfluggate befand. Etwas versteckt zwischen den Gates gibt es den Eingang und über eine Treppe kommt man nach unten in die Lounge. Irgendwie wirkte die Lounge auf mich etwas schöner, gemütlicher als die Lounge von Air France. Was ist denn euer erster Eindruck? Das Buffet ließ mich sofort erahnen, dass ich die richtige Entscheidung getroffen und gewechselt hatte. Hier gab es eine großzügige und abwechslungsreiche Auswahl an Essen und auch einige Mitarbeiter waren permanent damit beschäftigt, das Essen immer wieder aufzufüllen. Glücklicherweise war die Lounge nicht so überlaufen. Kaffee, Vollautomaten, Tee und weitere Getränke stehen euch neben einer Bar zur Verfügung. Ich habe mich für eine Cola Light, eine köstliche Tomatensuppe mit Nahenbrot und ein paar Cup Noodles entschieden. Letztere hatte ich wohl zuletzt in meiner Kindheit. Der Zugang ist mit dem Priority Pass zur Lounge zwar kostenlos, die Auswahl an den Getränken an der Bar jedoch auf 2 pro Aufenthalt limitiert. Wie das kontrolliert wird, weiß ich nicht, denn man konnte einfach so an der Bar bestellen und hat dann sein Getränk bekommen. Pünktlich angekommen am Gate durfte ich mich bei Gruppe 1 anstellen. Leider verzögerte sich das Boarding um ganze 45 Minuten und so ging es dann deutlich verspätet, aber immer noch optimistisch in den Flieger. Bei Air France gibt es zurzeit übrigens keine Maskenpflicht bei Flügen von den USA nach Frankreich. Hi, hello. On row 5L. Here this way. Thank you. Die Business Class ist in 2 Kabinen aufgeteilt, wovon wir uns heute die vordere anschauen. Davor befindet sich nur noch die First Class von Air France, die sogenannte La Première. Nutzen wir die Gelegenheit, einmal da kurz reinzuschauen. Hier haben 4 Passagiere Platz, die einen ganz besonderen Service genießen dürfen. Wie ihr seht, ist die Business Class in einer 1-2-1-Konfiguration gehalten. Ein eigenes Handgepäcksfach pro Sitz finde ich klasse. So gibt es keinen Ärger über zu wenig Platz. Am Platz befand sich ein Kissen, eine Decke und ein Bügel, falls ihr eine Jacke oder einen Sakko abgeben wollt. Der Sitz machte in jedem Fall einen bequemen ersten Eindruck. Falls ihr so wie ich mit einer Laptop-Tasche reist, so lässt sich diese fast komplett unter der Fußablage verstauen, damit man während des Fluges einen einfacheren Zugriff hat und nicht an die Overhead-Bins muss. Des Weiteren gab es eine Flasche Wasser, eine Spucktüte sowie einen USB- und einen Poweranschluss.
Mit ein paar Knöpfen lässt sich der Sitz noch mehr euren Bedürfnissen anpassen, so zum Beispiel auch zu einer flachen Liegefläche ausfahren und auch ein kleines Ambientelicht kann hier ein- und ausgeschaltet werden. Zu eurer Rechten verbirgt sich noch ein großes Fach. Hier findet ihr einen Spiegel, die Kopfhörer, ein paar Haltemöglichkeiten für Magazine oder ähnliches und Müll vom Vorgänger. Das möchte man natürlich nicht. Neben einer Leselampe gibt es noch die Fernbedienung für den Monitor. Diese ist sehr wuchtig und mit einem eigenen Display ausgestattet. Der Tisch lässt sich einfach herausziehen und aufklappen und machte einen stabilen Eindruck. Praktisch, dass man ihn auch wieder etwas im aufgeklappten Zustand zurückschieben kann, sodass man auch während des Essens einmal aufstehen kann. Über dem Monitor gibt es, etwas versteckt, einen kleinen Garderobenhaken und mit dem unteren Knopf lässt sich der Monitor zu euch klappen. Der Monitor war leider auf französische Sprache voreingestellt und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich in den Einstellungen gefunden hatte, wie ich die Sprache auf Deutsch ändern konnte. Wenn ich mir die Aufnahmen jetzt so anschaue, merke ich, dass ich mich da vielleicht etwas doof angestellt habe, aber es war inzwischen schon nach 22 Uhr und ich war durch den Jetlag etwas übermüdet. Trotzdem frage ich mich, warum er nicht als allererstes, wie bei eigentlich allen anderen Airlines auch, die Sprache als erstes wählen kann. Schließlich habe ich es aber geschafft und konnte mich danach durch eine Vielzahl von Filmen scrollen. Dabei gab es eine auffallend große Anzahl von französischen Filmen. Nun gut, wir sind ja auch bei Air France. Auch auf eine Flightmap muss der Gast hier natürlich nicht verzichten. Zu eurer Linken befindet sich eine Armlehne, die sich in der Seite versenken lässt. Wenn man den Blick nach vorne schweifen lässt, ist die Privatsphäre wirklich klasse. Blickt man allerdings in die entgegengesetzte Richtung, so ist man für andere Gäste sehr präsent. Inzwischen dauerte das Boarding schon 45 Minuten und noch immer gab es für die Gäste der Business Class keinen Begrüßungsdrink. Erst nach circa einer Stunde, obwohl im Grunde alle Gäste der Business Class schon lange saßen, wurde eine Getränkerunde gemacht. Die weitere Wartezeit habe ich noch einmal genutzt, um die Toiletten aufzusuchen. Hier gab es keine großen Überraschungen und auch wenig Amenities. Lediglich eine offene Flasche mit einer Feuchtigkeitslotion und ein paar Pappbecher standen zur Verfügung. Was mir sehr unangenehm auffiel, war der Gesamtzustand der Toilette. Alles war sehr in die Jahre gekommen und notdürftig geflickt. Kein Luxuserlebnis. Wo wir gerade dabei sind, auch an meinem Sitzplatz sah es bei genauerem Hinsehen leider nicht viel besser aus. Hier war vieles kaputt, locker, was ich wirklich als grenzwertig empfand. Offensichtlich blieb es nicht unbeobachtet, dass ich die Mängel so festhielt, denn sofort kam die Purserin und untersagte mir das Filmen. Sie erlaubte zwar, dass ich die bislang getätigten Aufnahmen behielt, aber ein weiteres Filmen wurde mir untersagt. Daran habe ich mich natürlich, mit Ausnahme des Blicks aus dem Fenster bei Start und Landung, dann auch gehalten. Draußen gab es ein starkes Gewitter und nach einer weiteren Wartezeit von ca. 40 Minuten sind wir mit knapp 3 Stunden Verspätung dann in New York endlich gestartet.
Nach dem Start war ich inzwischen so müde, dass ich auf ein Essen verzichtet habe. Außerdem hat sich der Service nach dem Start außergewöhnlich lange Zeit gelassen, bis die ersten Essen serviert wurden. Die Menükarte habe ich euch hier aber einmal eingeblendet. Die Auswahl fand ich für einen Nachtflug sehr gut, wenngleich ich auch im Grunde nichts genutzt habe. Außerdem sind für den einen oder anderen vielleicht noch die Internetpreise interessant. Diese findet ihr hier einmal. Ein Amenity-Kit gab es auch. Da ich dieses auf dem Flug nicht filmen durfte, habe ich das später einmal nachgeholt. Die Auswahl und die Qualität der Tasche finde ich wirklich gut. Darin enthalten sind eine Hand- und Nagelcreme, eine Feuchtigkeitslotion, Zahnpasta, Zahnbürste und ein Kugelschreiber. Außerdem findet ihr im Amenity-Kit von Air France Socken, Earplugs und eine Schlafmaske, die sich angenehm weich anfühlt. Und jetzt noch einmal kurz zurück in den Flieger. Nachdem ich ein paar Stunden schlafen konnte, gab es noch ein kleines Frühstück, was aber auch eher nur für den sehr kleinen Hunger gedacht ist. Insgesamt war der Flug für mich wirklich sehr enttäuschend. Gar nicht mal wegen der Verspätung, für das Gewitter kann Air France nichts, sondern vor allem wegen des schlechten Zustandes des Flugzeugs und ganz besonders lag es an der Crew. Ich wurde permanent auf Französisch angesprochen und musste mehrere Male darauf hinweisen, doch bitte Englisch mit mir zu sprechen. Bei anderen Airlines spricht einen die Crew permanent mit Nachnamen an. Hier konnte oder wollte man sich nicht einmal die Sprache merken. Die Crew machte die gesamte Zeit einen genervten Eindruck und ließ das, zumindest habe ich das so empfunden, leider am Gast aus. Der Service wurde auf das Allernötigste reduziert und in den seltensten Fällen gab es einmal ein Lächeln. Nein, hier hat Air France mich leider überhaupt nicht überzeugt und ich habe es bereut, die 56.000 Flying Blue Meilen in diesen Flug investiert zu haben. Wäre ich mal lieber mit KLM zurückgeflogen. Dass Air France auch ein durchaus anderes Erlebnis bietet, wenn auch nur auf einer Kurzstrecke, das zeige ich euch hier auf diesem Kanal in Kürze. Was sind denn eure Erfahrungen mit Air France? Das würde mich sehr interessieren. An dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr zukünftig kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal und gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Video, euer Marcel.